Moin Leute, willkommen im Wunderland. Ich bin Felix, ich arbeite hier bei uns in der E-Ecke. Diese Woche habe ich einiges bei unserem Gletscher in Patagonien zu tun und dazu werde ich euch heute mitnehmen. Für unseren Patagonien-Bauabschnitt, an dem wir gerade arbeiten, war es uns ganz wichtig, dass wir auch einen Gletscherabbruch darstellen. Wenn das Gletschereis dann also abbricht, dann ist noch ganz viel Luft in diesem Eis eingeschlossen. Das heißt, wenn das Eis ins Wasser fällt und wieder auftaucht, steigt ganz viel Luft aus diesem Eis auf. Und das werden wir durch Druckluft machen, die wir von unten unter dem abgebrochenen Eis aufsteigen lassen. Das ist mein Projekt für diese Woche und dabei könnt ihr mir über die Schulter schauen. In Patagonien gibt es einen riesengroßen Gletscher, den Perito Moreno. Und das wollten wir unbedingt irgendwie visuell darstellen, wie da ein Gletscherstück abbricht von dieser riesen Eismasse. Zu diesen Gletscherabbrüchen haben wir uns auch ganz viele Gedanken gemacht. Wir haben viele Dinge ausprobiert. Wir haben auch mit Echtwasser und echtem Eis versucht, einen Gletscherabbruch darzustellen. Das Problem bei diesem Gletscherabbruch ist, dass echtes Wasser und echtes Eis in dem Maßstab einfach nicht langsam genug fallen. Diese Massen, die bei einem richtigen Gletscherabbruch abbrechen, sind einfach sehr langsam, sehr träge. Und das haben wir mit echtem Eis nicht hinbekommen. Im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, dass dieser Gletscherabbruch durch eine Hebelmechanik dargestellt wird. Diese Idee haben wir damals gemeinsam mit Peter, Hoche und Ricardo in Argentinien entwickelt. Da hatten wir die letzten Monate ganz viel regen Austausch. Den haben die jetzt mitgebracht. Den werden wir jetzt einmal aufbauen und uns dann angucken, wie toll das Ganze aussieht. Ich bin Mechatroniker. Vorwiegend mache ich dann also Knopfneubauten, Knopfwartung, Instandhaltung, das Spektrum. Dann mache ich den technischen Einkauf für die Bahntechnik, für die Lokwerkstatt, für die E-Ecke. Dann mache ich mit Sascha noch die Planung der Ausbildung. Ab diesem oder nächstem Jahr wollen wir 2 Mechatroniker ausbilden und da sind wir auch im Moment in der Planungsphase. Das hier ist unser Gletscher. Der befindet sich in Patagonien auf der rechten Seite. Wir haben den Gletscher jetzt erstmal hingestellt. Wir haben aber noch kein Wasser im Becken, da kümmert sich Arne diese Woche drum. Der Gletscher, der soll dann nachher tagsüber abbrechen. Und wie das Ganze im Detail funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Unser Gletscher besteht aus 3 Teilabbrüchen, die wiederum aus 2 Bewegungen bestehen. Und zwar wird jeder einzelne Gletscherabbruch erst abbrechen, dann abtauchen und dann wieder auftauchen. Wie das Ganze von hinten her betrachtet aussieht, zeige ich euch jetzt, also kommt mal mit hinter die Anlage. So sieht unsere Mechanik von hinten aus. Wir haben hier 2 Schrittmotoren, die für die Bewegung zuständig sind. Der untere Schrittmotor lässt das Eis auf- und absteigen und der obere Schrittmotor kippt das Eis über einige Hebel hoch und runter. Das Ganze möchte ich mit meinen Luftblasen untermalen, aber dafür macht es natürlich Sinn, wenn ich dann das Wasser im Becken habe, dass ich mir das Ganze auch gleich in live angucken kann. Das hier ist unser Testbecken, was wir uns hier in der Werkstatt aufgebaut haben. Das haben wir einmal aufgebaut, um mögliche Pumpen auszutesten, aber auch um das Wasser einzufärben. Gletscherwasser ist durch die ganzen Minerale, die sich in dem Eis befinden, recht türkisblau gefärbt. Und um das wirklich detailgetreu nachzubilden, haben wir uns Farbstoffe aus Lebensmitteln und aus der Industrie geholt, um das so ein bisschen nachzuempfinden. Dafür habe ich mir einmal diese Ventilinsel vorbereitet und ein paar Schläuche. Und das werde ich jetzt einmal montieren und dann anschließend ausprobieren. Ich
bin sehr von Mechaniken begeistert. Deswegen sind meine Favoriten im Patagonien-Abschnitt der Gletscher und die Drakes-Passage, weil das halt Riesenmechaniken sind. Da schlägt mein Herz auch so ein bisschen für. Definitiv die Schweiz, die Schokofabrik ist auch jetzt inzwischen so ein Baby von mir, wo ich mich gerne drum kümmere, weil auch da so ein bisschen mehr Industrietechnik drin ist. Und am liebsten gucke ich mir am Flughafen die Flugzeuge an, wenn sie nachts reinlanden, weil man dann unten auf dem Rumpf die Beleuchtung auch reflektieren sieht und das sieht einfach super real aus und das finde ich jedes Mal wieder geil. Das ist der Schlauch, der von unserem Kompressor kommt. Den stellen wir unter die Anlage. Es geht dann hier rein in diesen Verteilerblock. Von da aus gehe ich mit 3 Abgängen runter zu den 3 Ventilen, für jeden Gletscherabbruch 1. Und darunter habe ich für jedes Ventil wieder eine Drossel, um für jeden Gletscherabbruch einzeln die Luft ein- und ausschalten zu können und die Luftmenge zu regulieren, wie viele Blasen aufsteigen. Und dann gehe ich hier oben noch weiter aus dem letzten Abgang rüber zur Antarktis. Da werden wir dann auch noch mal eine Aktion mit Druckluft haben. Das hier ist der Kompressor, den wir für Patagonien gekauft haben. Damit werden wir unsere Druckluft erzeugen, die wir dann in dem Gletscherbecken und in der Antarktis verwenden werden. In den Werkstätten haben wir Druckluftanschlüsse, die einfach aus der Decke runterkommen und da können wir dann direkt rangehen mit unseren Werkzeugen. Das haben wir hier nicht, deswegen haben wir diesen Kompressor. Hier sind aber noch ein paar Einzelteile, die ich jetzt noch anbauen muss und das werde ich jetzt einmal eben tun. Hier kommen noch 2 Druckanzeigen ran. Eine hier links, die zeigt den Tankdruck an. Eine hier rechts an der Wartungseinheit, die zeigt dann den eingestellten Druck an, den wir nachher in unserem Druckluftsystem haben. Dann kommt hier am Ende noch der Anschluss für eine Schnellkupplung dran, wo man dann zum Beispiel eine Luftpistole oder Ähnliches anschließen kann. Da kommen dann unsere Blasenerzeuger dran und hier auf der Rückseite kommt dann noch ein Schalldämpfer dran. Ich bin mit Modellbau aufgewachsen tatsächlich, aber weniger Eisenbahnen und Landschaften, sondern mehr Flugzeugmodelle. Schiffe habe ich hier und da mal so gesehen, fand ich auch immer toll, bin ich aber irgendwie nie eingetaucht. Ja, und über den Modellflug bin ich dann zum Autos sind ja toll zum Schrauben. Dann habe ich mir für meinen Schreibtisch was gebaut, dann habe ich Möbel gebaut und über all diese ganzen Projekte bin ich dann dahin gekommen, dass ich super gern allgemein Projektarbeit mache und dafür gibt es ja im Prinzip nichts Besseres, als wenn man in der E-Ecke arbeitet, weil da hast du das nonstop jeden Tag und das ist toll. So, ich habe den Kompressor jetzt soweit fertig montiert, dann können wir den jetzt anschließen und einmal prüfen, ob der druckdicht ist. Okay, der Kompressor ist jetzt einmal befüllt, aber wir haben hier noch an der Druckanzeige ein kleines Leck. Das werde ich also noch einmal beheben müssen. Ansonsten müsste der eigentlich gut funktionieren. Ein Projekt, was ich schon immer mal umsetzen wollte. Okay, also für den nächsten Bauabschnitt, für die Anden. Oben auf dem Andengebirge steht ein Radioteleskop-Array. Es besteht aus ganz vielen einzelnen Radioteleskopen und das würde ich super gerne bauen, dass die sich dann auch ausrichten und auf den Knopf drücken und jedes Mal was anderes zeigen. Oh, und ich weiß nicht, wer von euch Mythbusters kennt. Adam Savage war ja einer quasi von den Obergurus und das ist auch ein begnadeter Modellbauer, der kommt auch aus dem Filmmodellbau und da habe ich schon überlegt, ob man für Adam Savage nicht mal einen Knopf bauen könnte. Ich weiß noch aus einer der letzten Folgen, da haben sie eine Zugmaschine umgebaut mit einem riesen Schneeflug und sind dann mal eine Startbahn runtergefahren und haben mal alles durchgepflückt quasi, was sie mal gebaut haben. Und das mal als Modell zu bauen, dass dann auch die Teile aus dem Weg springen und auseinanderbrechen, das ist auch noch so ein Traum von mir.
Ich habe jetzt alles soweit angeschlossen, die Schläuche sind gesteckt, die Stecker sind angeschlossen. Als nächstes werde ich das Netzteil anmachen und dann können wir einfach mal gucken, was passiert und dann anfangen zu optimieren. Ich habe mal noch eine Frage an euch. Was sind denn so die Projekte, die euch dazu gebracht haben, dass ihr einfach Interesse an Technik, Mechanik, Modellbau entwickelt habt und gemerkt habt, oh, sowas macht mir Spaß? So, die Infrastruktur haben wir jetzt schon eingebaut, damit bin ich auch schon richtig zufrieden. Mit den Blasen bin ich noch nicht zufrieden. Da hat Jorge aber aus Argentinien so einen Schlauch, das ist ein Aquariumspuler, mitgebracht. Den werde ich jetzt einmal anschließen und dann schauen wir uns das mal an. Aber danach werden wir weiterhin testen. Das Wasser hier muss sowieso noch mal raus, um die Scheiben fest einzubauen für die Infinity Edge. Und wenn dann das Wasser drin ist und die Farbe, dann gucken wir uns das Ganze noch mal an. Mein Fazit für heute ist, ich bin richtig zufrieden, wie gut das alles geklappt hat. Die Infrastruktur ist drin, darauf können wir aufbauen. Mit den Blasen bin ich noch nicht zufrieden, die sind mir noch zu groß, zu grob. Ich hätte gerne deutlich feinere Blasen, vielleicht so in Richtung Champagner. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, schreibt die gerne in die Kommentare, vielleicht können wir das ja bei uns verwenden. Eine andere Idee, die ich noch hatte, ist vielleicht Kohlensäure zu nehmen, so wie sie auch in Champagner halt drin ist. Vielleicht kann man damit einen besseren Effekt erzielen. Vielleicht, wenn das Wasser nachher eingefärbt ist und alles blau ist, sieht das Ganze viel besser aus. Vielleicht mache ich mir auch einfach viel zu viele Sorgen jetzt gerade. Das werden wir aber dann sehen und bis dahin werde ich ganz munter weiter testen.